Vom Crashtest bis zur Fahrerqualifikation. DEKRA macht seit 100 Jahren den Lkw-Verkehr sicherer. ...100 Jahre DEKRA, 100 Jahre Sicherheit. Was 1925 als Deutscher Kraftfahrzeugüberwachungsverein e.V. in Berlin begonnen hat, ist inzwischen auch in den Köpfen vieler Lkw-Fahrer und Spediteure ein fester Begriff. Denn längst hat sich DEKRA zu einer international führenden Expertenorganisation entwickelt, die aufgrund ihrer Herkunft häufig mit der Sicherheit des Auto- und Lkw-Verkehrs in Verbindung gebracht wird. Das liegt unter anderem an den vielen Crashtests von DEKRA, den umfangreichen Fahrtests unter Einbeziehung aktueller Fragestellungen, aber auch daran, dass sich die Prüforganisation immer der besonderen Herausforderungen der Transportbranche angenommen hat. Clemens Große-Fehne hat viele Jahre als Vorstandsvorsitzender der früheren DEKRA Automobil AG und auch als Mitglied des Vorstandes der DEKRA AG gearbeitet, bevor er sich ausschließlich um den Aufbau der Große-Fehne-Spedition gekümmert hat. Inzwischen gehört das Unternehmen zum GV Trucknet und sein Sohn René ist einer der Geschäftsführer. Viel Zeit ist also vergangen, doch geblieben sind trotz umfangreicher Expansionen in der eigenen Firma die Erinnerungen an damals. Vor allem an das, was DEKRA im Vergleich zum Wettbewerb schon in den 1970er Jahren anders gemacht hat. Die Lkw-Fahrer haben auch für uns immer eine entscheidende Rolle gespielt, weil auch der Lkw-Fahrer, der ja das Fahrzeug bei uns primär vorgeführt hat, der hatte einen erheblich besseren Stellenwert damals, als es teilweise heute ist. Und dieser Lkw-Fahrer war auch sehr eng mit dem Fahrzeug verbunden. Und das war auch ursächlich dafür, dass wir als DEKRA gesagt haben, der Lkw-Fahrer muss noch mehr Bedeutung bekommen. Und so haben wir Anfang der 70er Jahre, war DEKRA mit federführend für die Einführung des Berufskraftfahrers, für die Qualifikation. Wir haben die ersten Lehrgänge durchgeführt. Mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze, also mit dem Mauerfall, dann eine weitere entscheidende Etappe für DEKRA, die ein weiteres Wachstum auslöst. Das Unternehmen wird mit den Aufgaben des Kraftfahrzeugtechnischen Amtes KTA beauftragt. Jetzt dürfen auch Fahrzeugprüfungen an Pkw und Lkw durchgeführt werden. Für DEKRA war es die Gelegenheit, sich in Ostdeutschland als Kfz-Prüforganisation fest zu etablieren. DEKRA hat in den 80er Jahren versucht, auch mal eine technische Prüfstelle zu erwerben, zu kaufen, weil wir immer eine Überwachungsorganisation zweiter Klasse waren. So, und das hat sich dann mit der Chance im Osten, technische Prüfstelle zu werden, dramatisch geändert, wobei uns das zu Beginn, Anfang 90, DEKRA keiner zugetraut hatte. Vor allem aber das unaufhaltsame Engagement in und für die Sicherheit der Lkw-Fahrer und anderer Verkehrsteilnehmer ist von großer Bedeutung. Und dazu gehören auch die gewaltigen Anstrengungen von DEKRA in die Verkehrssicherheitsarbeit. Nur ein Beispiel von vielen ist das Thema Sicherheitsgurt. Und es war ein langer und mühsamer Weg, der auch dazu beigetragen hat, die Zahl der Unfalltoten gewaltig zu reduzieren. Aber die Zeiten haben sich geändert und die Lkw-Fahrer auch. Da war ja der Lkw-Fahrer noch ein bisschen mehr der Abenteurer als heute. Und wenn man damals einem Lkw-Fahrer gesagt hat, du musst dich anschnallen oder in irgendeiner Form festgurten, hat er das überhaupt nicht verstanden und fühlte sich eingeschränkt in seiner Freiheit. Viele Gespräche, viele Demonstrationen mit defekten LKWs, viele Filme, die wir gedreht haben, wo wir das dann vorgeführt haben, Crashtests gemeinsam durchgeführt haben, haben mit dazu beigetragen, dass der Lkw-Fahrer, ich denke, total heute davon überzeugt ist, sein eigenes Leben für sich und seine Familie zu sichern. Verkehrssicherheit, ein Thema, das sich bei DEKRA quer durch die verschiedensten Bereiche zieht. Angefangen bei der klassischen und von vielen Lkw-Fahrern unterschätzten Ladungssicherung über das richtige Verhalten von Kindern im Schulbus bis hin zum traurigen Dauerbrenner
toter Winkel, der immer wieder Lkw-Fahrer zu Unfallverursachern macht. Schon lange ist Clemens Große-Fehne bei DEKRA aus dem Amt geschieden und Vollblutspediteur geworden. Aber es ist bemerkenswert, wie viele dieser ehemaligen DEKRA-Themen Einzug in den Firmenalltag gehalten haben. Mein Vater hat DEKRA gelebt. Das war sein Leben neben dem LKW. Das sind die beiden Dinge, die er dort einfach in sich verankert hat, neben meiner Mutter, meiner Schwester und mir. Die Familie ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, aber von daher kann man sagen, diese 3 Familienbestandteile haben wir gehabt. DEKRA als wichtiger Aspekt. Und über die Arbeit mit DEKRA, mit Unfällen, mit allen Sicherheitsthemen, mit Zertifizierung, hat uns von daher immer begleitet. Von daher sind wir ein ganz wichtiger Bestandteil, hoffe ich auch umgekehrt für DEKRA, aber DEKRA auf jeden Fall für uns. Mehr über das, was inzwischen immer mehr Speditionen an DEKRA schätzen, in einer der nächsten Ausgaben von Eurotransport TV.